Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, schön, dass ihr zuschaut auf meinem Kochkanal. Ja Leute, man hat nicht großartig Lust jeden Tag was zu kochen, manchmal muss es schnell gehen, aber trotzdem will man lecker essen. Und heute zeige ich euch das ideale Rezept dazu. Es ist sehr schnell zubereitet und schmeckt einfach nur grandios, einfach, kann jeder nachmachen. Ja, Schafskäse mit Tomaten ist im Prinzip ganz einfach. Es gibt nur zwei Dinge, die ganz elementar sind, die bei dem Rezept sehr oft vergessen werden. Für Schafskäse mit Tomaten brauchst du Schafskäse und Tomaten. Kommen wir nun zu den Zutaten. Ich habe hier 500 Gramm Cherry Roma Tomaten sowie 200 Gramm griechischen Schafskäse. Wobei ich sehe gerade, das sind nur 180 Gramm und da war doch früher auch mehr drin. Die Tomaten werden zuerst gewaschen, getrocknet und dann in der Mitte geteilt. Die Tomaten gebe ich in eine feuerfeste Auflaufform und dann kommen noch Oliven sowie 3 Knoblauchzehen dazu. Dazu kommen noch Gewürze. Ich habe hier jeweils einen halben Teelöffel schwarze Pfefferkörner sowie Fenchelsamen, einen Esslöffel Salz, Thymian und Oregano. Es geht doch nichts über frisch gemörserte Gewürze, das ist Wahnsinn, diese ätherischen Stoffe werden freigesetzt, was hier für einen Duft hochkommt und damit werden wir jetzt die Tomaten würzen. Und zum Schluss gebe ich noch 3 Esslöffel Olivenöl. Und 3 Esslöffel Honig mit dazu. Jetzt vermische ich alles miteinander. Und zum Schluss lege ich den Schafskäse oben drauf. Die 180 Gramm. Mein Gott, wie toll das duftet. Das würde eigentlich den perfekten Salat ergeben. Ich würde es am liebsten jetzt gleich essen. Aber glaubt mir Leute, das wird noch besser. Deswegen werden wir das jetzt überbacken. Und ich schiebe es für 20 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Und dann werdet ihr sehen, wie toll das aussieht. Die Tomaten mit dem Schafskäse habe ich nun eine halbe Stunde lang im Backofen gehabt. Ich habe es ein bisschen länger drin gelassen. Und jetzt treiben wir den Geschmack noch etwas auf die Spitze mit frischem Basilikum. Dazu zupfe ich die Spitzen von der Basilikumpflanze ab und verfeinere das Gericht mit Basilikum. Sieht auch farblich schön aus. Und ich kann euch sagen, es schmeckt grandios.
Ja, meine lieben Kochfreunde, jetzt habt ihr gesehen, wie man mit einfachen Zutaten auf die Schnelle ein wirklich fabelhaftes Gericht machen kann. Und glaubt mir, wenn du das isst, du hast wirklich eine Geschmacksexplosion im Mund. Ich mag das am meisten mit Baguette. Ich esse das gerne mit Baguette, mit den Händen direkt aus der Auflaufform, weil dieser Saft ist unbeschreiblich. Das ist so köstlich, wenn du dann mit dem Brot da reintunkst. Oder du isst es mit Nudeln, mit Tagliatelle zum Beispiel, etwas gehobelten Parmesan drüber. Ein besseres Pasta-Gericht kannst du gar nicht essen. Und ja, ich hoffe, das Rezept animiert zum Nachmachen. Probiert es aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Das Rezept mit den Mengenangaben, Zutaten findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, Leute, das war's für heute. Wenn ihr mögt, abonniert den Kanal oder teilt doch mal das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Matti.